Niemand weiß es so genau, was sind die Ursachen für den starken Preisverfall im neuen Jahr. Zum einen ist wohl zu nennen, dass viele die Gewinne ins nächste Jahr bringen wollten, um keine Steuer im Jahr 2017 zu zahlen. Zum anderen haben wir jetzt eine Regulierungswelle, die weltweit versucht, diesen Hype aus dem System rauszunehmen. Und zu guter Letzt wird immer wieder auch mal angeführt, dass wegen dem chinesischen Neujahrsfest viele Chinesen weniger investiert sein wollten und mehr Geschenke kaufen wollten für ihre Lieben. Wir haben extreme Preisschwankungen, auch viel stärker, als wir von allen Finanzprodukten kennen. Was sind die Ursachen dafür? Erstens, wir können als Analysten eigentlich nicht festlegen, was ein gesunder Preis ist. Und zweitens, die hohen Nutzerzahlen erhöhen die Nachfrage und damit treiben den Preis manchmal noch weiter hoch. Manchmal aber auch geht es in die andere Richtung. Beim Bitcoin fehlt uns jede Grundlage, um relative Preise auszurechnen, wie zum Beispiel bei Aktien oder bei Wohnungen. Die Banken haben viele Herausforderer aus der Fintech-Szene und dazu zählen natürlich auch die Kryptowährungen. Aber wir Banken können auch lernen, wir können uns anpassen. Nehmen wir die Zahlungsverkehrssysteme, wo wir große Fortschritte im Jahr 2018 machen werden und auch sekundenschnelle Überweisungen möglich sind. Ein großer Nachteil von Bitcoin ist die geringe Nutzerfreundlichkeit. Also es ist extrem schwer, ein Wallet aufzumachen, es ist extrem schwer, die Bitcoin auf den Kryptobörsen zu kaufen. Noch schwieriger, am allerschwierigsten dürfte die ganze Verwaltung des Systems sein, weil man ist wirklich selbstverantwortlich, man hat keine Ansprechpartner, man hat keinen Support und keinen Bankberater, den man im Notfall ansprechen kann. Ich würde klar verneinen, dass sie bankenfeindlich ist. Klar ist, sie ist bankenkritisch, wenn man sich die Ursprünge anschaut. Die Gründung hat ja auch stattgefunden während der Finanzkrise im Jahr 2009 und der Gründer hat klar gesagt, er will eine Alternative zu dem aktuellen Finanzsystem entwickeln. Aber was oft übersehen wird, ist, dass die Community auch das Bestreben hat, Finanzprodukte Menschen zugänglich zu machen, die bisher gar keinen Zugang zu Banken und Finanzprodukten hatten, nämlich in den Entwicklungsländern. Bei den Ärmsten der Armen könnte Bitcoin eine große Veränderung bewirken und dort werden Banken noch über viele, viele Jahre gar keine Möglichkeit haben, Produkte anzubieten. Also wenn wir uns die Technologie in der Kryptowelt anschauen, dann ist klar, Bitcoin hat nicht die beste Technik, aber man kann die Technik verändern. Und was wir historisch aus der Technikgeschichte wissen, ist, dass nicht immer die Technik am Ende die Marktdurchdringung und den Erfolg erzielt, die die beste Lösung liefert, sondern die eben die meisten Nutzer hat. Alle sprechen letztendlich über Bitcoin und nur wenige der Menschen im Alltag kennen eine weitere Kryptowährung und damit würde ich nicht ausschließen, dass auch Bitcoin sich in der Kryptowelt durchsetzt.